So, moin moin, der Tag nach der Trilog-Sitzung ist nun angebrochen und heute bin ich hier nicht alleine. Ich habe heute als Interviewgast die Julia Reda von der Piratenpartei, die sehr aktiv auch gegen den Uploadfilter gekämpft hat, muss man sagen. Aber dazu wird sie auch gleich weiteres sagen. Ich begrüße dich, Julia. Moin. Hallo. So, dann erzähl mal. Also gestern war die Trilog-Sitzung. Erstmal vorneweg, wie ist das Ganze ausgegangen für die Zuschauer, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben? Ja, also eigentlich ist es absurd, dass wir wirklich Stunden und Tage lang diese Woche noch verhandelt haben und das Endergebnis ist, dass wir den Deal, den Deutschland und Frankreich letzte Woche untereinander ausgemacht haben, mehr oder weniger ohne wesentliche Änderungen durchgewunken haben. Ich finde, das ist ja ein Armutszeugnis für das Parlament, das ja eigentlich die Stimme der Bürgerinnen und Bürger im europäischen Gesetzgebungsprozess sein soll. Aber das ist das Ergebnis. Also das heißt, Uploadfilter werden selbst für die kleinsten Plattformen verpflichtend, sobald sie älter als 3 Jahre alt sind. Und dazu gehören dann auch Diskussionsforen oder halt auch solche Plattformen wie Patreon, deren einziger Zweck es eigentlich ist, Urheber zu bezahlen. Also völlig absurd. Also Axel Voss ist der Initiator von dieser Urheberrechtsreform gewesen, ist durchgekommen damit. Also noch einmal ganz kurz vielleicht zum Ablauf, was ist eigentlich passiert. Zuerst gab es ja im EU-Parlament die Abstimmung dazu, die wurde ja erstmal abgelehnt, dann ging das Ganze in den Rechtsausschuss zurück, dann ging das Ganze wieder zurück ins Parlament mit Änderungen, wo dann ein Teil der SPD-Fraktion, 2 Drittel sogar, ebenso dafür gestimmt haben für diesen Upload-Filter. Da würde mich mal ganz speziell interessieren, wie war damals das Standing von der SPD und wie war heute das Standing? Also wie ist deine Wahrnehmung? Haben die sich da irgendwie stark eingesetzt, jetzt auch in Anbetracht oder wenn man sich die Justizministerin da vor Augen hält? Mhm. Also, mein Verhältnis zur SPD ist da gespalten. Ich muss auch dazu sagen, ich war früher mit 16 mal Mitglied bei der SPD, bin dann aber gegangen, genau wegen solcher Sachen, weil halt oft bei netzpolitischen Fragen, wenn es um die Freiheit des Internets geht, am Ende doch eingeknickt wird. Ich muss sie aber in einem Punkt in Schutz nehmen. Bei der Abstimmung im September hat die SPD gegen die Uploadfilter gestimmt. Aber sie hat dann am Ende die Richtlinie als Ganzes nicht abgelehnt. Also da haben dann 2 Drittel dafür gestimmt. Insofern ja, haben sie natürlich dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist, aber zumindest war es jetzt nicht so, dass sie für die Uploadfilter waren. Aber jetzt hat halt Justizministerin Barley als zuständige Ministerin diesem Deal zugestimmt. Und das bedeutet natürlich, dass das ein Bruch des Koalitionsvertrags ist, in dem steht, Uploadfilter sind unverhältnismäßig. Und das, was der EU-Rat ja entschieden hatte, ist ja das Resultat aus quasi der Haltung einer nationalen Regierung und die hätte sich da womöglich auch an den eigenen Vertrag halten sollen, wo ja tatsächlich drinnen steht, irgendwie auf Zeile 2000 irgendwas, dass es keine Upload-Filter, dass die Upload-Filter wegen Unverhältnismäßigkeit abgelehnt werden, so heißt es sinngemäß dort im Koalitionsvertrag. Ähm, ja, also jetzt haben wir da quasi eine Art von Scherbenhaufen. Das Ding ist durch die Trilog durchgerückt. Wie geht das weiter? Kann man das noch irgendwie verhindern? Gibt es noch eine Entscheidung zu dem Ganzen? Ja, also die eigentliche Entscheidung kommt noch, nämlich die endgültige Abstimmung über das ganze Paket, also die ganze Reform inklusive Uploadfilter, inklusive Leistungsschutzrecht. Wollen wir das haben, ja oder nein? Diese Abstimmung wird wahrscheinlich im April stattfinden. Und dort kann eine einfache Mehrheit des Parlaments entweder die Richtlinie vollständig ablehnen oder bestimmte Teile davon, wie eben zum Beispiel den Artikel 13 zu den Uploadfiltern. Und wenn eben etwa die SPD zeigen will, dass sie vielleicht in einem Wahlkampfjahr doch sich auf die Seite der Öffentlichkeit stellen will, dann ist das ihre letzte Chance. Also wenn die SPD da nicht dagegen stimmt, dann ist, glaube ich, völlig klar, auf welcher Seite sie stehen. Wir sind ja hier auf YouTube und deswegen wäre das vielleicht auch interessant, wie könnten die Auswirkungen ganz konkret auf YouTube aussehen? Könnte das vielleicht auch Mhm. für kleinere YouTuber aussehen, die jetzt gerade ihren Kanal starten oder so? Ja, also das Erste, was passieren wird für die kleinen YouTuber, ist mehr Copyright Strikes. Also das passiert ja heute schon teilweise, dass selbst wenn man was völlig Legales hochlädt, man Strikes bekommt, entweder weil sich jemand als Rechteinhaber ausgibt und einfach sagt, hier, das ist meins, das muss weg.
Da muss man sich da als kleiner YouTuber erstmal gegen wehren. Das ist gar nicht so einfach. Und es gibt keinerlei Schutzmaßnahmen in diesem Artikel 13, wenn jemand sich widerrechtlich als Rechteinhaber ausgibt. Also da gibt es keinen Schutz vor solchen Lügen. Dann, was passieren kann, ist natürlich auch, dass man völlig legal ein Zitat macht oder ein Review. Also zum Beispiel, wenn ich Game Reviewer bin und in meinen Videos Gameplay zeige, dann ist dieses Gameplay auch urheberrechtlich geschützt. Aber ich darf das zeigen, weil es gibt in Deutschland das Zitatrecht. Das Problem ist, die Uploadfilter erkennen das nicht. Teilweise passiert das auch heute schon. Nur es wird schlimmer. Denn heute filtert YouTube mehr oder weniger freiwillig in erster Linie Musik. Aber laut diesem Vorschlag müssen sie jegliche urheberrechtlich geschützten Inhalte blocken, die Rechteinhaber ihnen irgendwie kenntlich gemacht haben. Und das ist eben nicht nur Musik, das ist auch Text. Stelle ich mir schwierig vor. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen geschützten Text in einem Video vorlese, dann muss der Filter das irgendwie erkennen. Dazu gehören auch Skulpturen, dazu gehört Softwarecode, also alles Mögliche kann geschützt sein. Insofern, also glaube ich, dass das gerade für kleine YouTuber eine große Belastung ist. Und es könnte sein, dass YouTube, so wie das ja teilweise angekündigt wurde, dann sagt, wir arbeiten nur noch mit Partnern zusammen, die wir kennen, die eine Rechtsabteilung haben und sind nicht mehr für Amateure offen. Also das wäre quasi der Worst Case. Also das heißt, dass das womöglich im Worst Case dann auch eher die Kleinen treffen wird und größere YouTuber, dass die dann sozusagen gewitelistet werden, dass dann gesagt wird von YouTube, okay, euch vertrauen wir jetzt mal, dass da nichts Großartiges passiert und dass dann quasi eine Handvoll YouTuber gefühlt die da auch schon lange dabei sind oder so, dann die Möglichkeit bekommen, frei zu uploaden. Und alle anderen, die jetzt neu dabei sind, da gibt es dann dieses Grundmisstrauen, was natürlich besonders problematisch und auch schade ist für diejenigen, die sich da jetzt vielleicht eine neue Karriere aufbauen möchten oder so. Und der Uploadfilter ist ja auch relativ absurd. Also wie ist das zum Beispiel? Nehmen wir mal an, ich würde hier mein Handy in die Kamera halten, das wird angehen und da würde dann irgendein Meme-Bild drauf sein. Wie soll das ein Uploadfilter erkennen? Die Uploadfilter können das nicht. Also das wissen eigentlich auch alle. Also selbst die Medienunternehmen, die Artikel 13 unterstützen, denen ist eigentlich klar, dass es diese perfekte Technologie, die magisch irgendwie Urheberrechtsverletzungen erkennt, dass es das nicht gibt. Was die sich davon erhoffen, ist, dass sich die ganz großen Plattformen wie YouTube gütlich mit den ganz großen Rechteinhabern einigen. Also zum Beispiel, dass es dann halt Pauschalverträge gibt zwischen YouTube und den großen Musiklabels zum Beispiel oder den großen Fernsehunternehmen. Und für die ist das Problem damit gelöst. Also die sagen, naja, wir benutzen einfach diese Drohung, dass halt völlig technisch nicht umsetzbare Uploadfilter eingesetzt werden müssen, um mehr Geld von YouTube zu verlangen. Aber was sie dabei vergessen, ist, dass es eben ganz, ganz viele Urheber, Kreative gibt, die nicht Teil eines großen Unternehmens sind und die sich nicht auf so eine Einigung verlassen können. Dasselbe gilt für kleine Plattformen. Und wie? Also ja, die Medien haben kein Interesse daran, dass es mehr Plattformen gibt, mit denen sie verhandeln müssen. Dann geben sie wahrscheinlich nur den Großen eine Erlaubnis. Und wie sieht es zum Beispiel mit Livestreams aus? Das müsste ja auch unter Artikel 13 fallen. Wie will man das bewerkstelligen? Ja, Livestreams ist natürlich noch wesentlich schwieriger. In dem Artikel 13 steht nicht nur drin, dass man Urheberrechtsverletzungen verhindern muss, sondern man muss auch alles Erdenkliche tun, um Lizenzen einzuholen. Also das heißt, man muss irgendwie den Rechteinhaber kontaktieren und sich gütlich mit dem einigen. Bei Livestreams ist es aber jetzt so, dass es völlig unmöglich ist, vorher zu wissen, welche urheberrechtlich geschützten Werke da vorkommen. Zum Beispiel, wenn ich von einer Demo streame, müsste ich wissen, welche Musik irgendwie auf dem Demo-Track gespielt wird. Ja. Völlig unmöglich. Was ja eigentlich, also juristisch würde das dann ein unwesentliches Beiwerk sein. Würde urheberrechtlich überhaupt keine Rolle spielen. Aber der Upload-Filter, würde der dann anfangen zu filtern nach Musik oder so, der kennt das natürlich nicht. Ist das jetzt ein unwesentliches Beiwerk oder nicht? So, also die Frage über die Livestreams, die ist noch komplett offen. Ich habe da auch noch überhaupt keine Antwort zu gefunden. Ein Upload-Filter bei Livestreams, man kann sich denken, mit einfachem logischen
Menschenverstand, dass das nicht zu bewerkstelligen ist. Es gibt... Ja. Bei Livestreams ist, glaube ich, auch das Problem, also die Europäische Kommission sagt ja immer, na ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es gibt ja einen Beschwerdemechanismus. Aber bei Livestreams ist ja völlig klar, was das für ein Quatsch ist. Also es hilft mir ja nicht, wenn mein Livestream geblockt wird und er dann 24 Stunden später wieder freigeschaltet wird. Was sich viele Zuschauer gefragt hatten, auch im Livestream gestern, wie sieht es mit der Schweiz aus? Macht es Sinn, dorthin auszuwandern, wenn gar nichts anderes mehr geht? Ja, nee, also ich halte nicht besonders viel davon zu sagen, wir ignorieren jetzt die Gesetze und wir versuchen uns irgendwie drumherum zu winden, sei es durch Brexit, sei es irgendwie in die Schweiz zu ziehen oder irgendwie dezentrale Plattformen zu nutzen, weil letzten Endes haben europäische Urheberrechtsgesetze eine Auswirkung auf die ganze Welt. Das ist ein Modell, das andere Länder sich als Beispiel nehmen. Und natürlich werden große Rechteinhaber auch fordern, dass diese Gesetze auf andere Länder ausgeweitet werden. Auch in der Schweiz gibt es eine Diskussion über das Urheberrecht. Auch dort gibt es Forderungen nach Verschärfung. Und insofern muss man dafür sorgen, dass Artikel 13 abgelehnt wird und nicht versuchen, dem irgendwie zu entkommen. Und da gibt es dann eben die Gefahr, so hört sich das an, dass die Schweiz dann auch nachzieht bei dem Ganzen. Ja. Jetzt, was mich noch interessiert, gestern war ja die Trilogverhandlung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das Klima in einem solchen Raum? Das war ja hinter einer verschlossenen Tür, war ja nicht öffentlich. Wie ist die Diskussionsmentalität? Ist das eher eine emotional geführte Diskussion oder eine sachorientierte Diskussion? Wie kann man sich das so vorstellen? Also was in diesen Verhandlungen relativ selten vorkommt, ist, dass wirklich Argumente ausgetauscht werden. Meistens geht es darum, dass der Rat sagt, oh ja, das können wir den Mitgliedstaaten nicht verkaufen, dann stimmen die dagegen. Und Herr Voss sagt, oh nein, wir müssen das unbedingt noch verschärfen, sonst stimmt das Parlament dagegen. Was natürlich teilweise wirklich großer Quatsch ist, weil wir wissen ja, dass das Europaparlament schon mal gegen die Uploadfilter gestimmt hat, als es keine Ausnahme für kleine Unternehmen gab. Also insofern ist Verschärfung da wirklich das Falsche. Und was ich auch bemerkenswert fand, ist, dass viele der Verhandler teilweise völlig unverblümt auf die Positionen von großen Konzernen verwiesen haben. Also da wurden dann solche Dinge gesagt wie, wir können uns nicht erlauben, dass am Ende die Verlage oder die weiß nicht, Verwertungsgesellschaften oder Musiklabels mit dem Deal nicht zufrieden sind. Also als hätten bestimmte Lobbyisten ein Vetorecht über europäische Gesetzgebung. Das ist wirklich unglaublich. Und also ich habe großes Vertrauen in die europäische Demokratie, aber ich glaube, das wird am Ende wirklich das Parlament in der Endabstimmung gerade rücken müssen. Hattest du denn das Gefühl, dass hinter der Seite der Befürworter von dieser Urheberrechtsreform eben auch Lobbyeinflüsse hintersteckten, eben vom Medienkonzern? Man sollte sich das nicht so vorstellen, wie es teilweise im Fernsehen ist. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand einen Koffer mit Geld bekommen hat oder so. Sondern es ist halt so, dass manche der Verhandlungspartner mehr oder weniger unverändert die Position von bestimmten Lobbyisten wiedergeben. Das heißt nicht, dass die von denen bestochen wurden oder so. Das heißt einfach nur, dass sie sich mehr daran orientieren, was ein Unternehmen sagt, als das, was die Öffentlichkeit oder auch die Wissenschaft sagt. Was halt auch interessant ist, Bertelsmann hat ja in den letzten Zügen von der aktuellen Debatte ja dann den Uploadfilter selber abgelehnt. Also Bertelsmann ist ja das größte Medienunternehmen. Hatte diese Haltung eine Rolle gespielt? Angeblich hat ja Bertelsmann sogar die Abgeordneten dazu kontaktiert. Ich weiß nicht, ob du dazu ein bisschen mehr weißt. Ja, also Bertelsmann hat ein Papier an Abgeordnete geschickt, wo sie sagen, sie sind jetzt gegen die Richtlinie als Ganzes. Aber man muss vorsichtig sein, also es ist nicht so, dass die gegen Uploadfilter sind, sondern denen ging das Ganze nicht weit genug. Also einerseits finden sie die Uploadfilter nicht extrem genug, andererseits finden sie, dass dort zu viel für Urheber getan wird, also die tatsächlichen Kreativen. Und das wurde teilweise gestern auch noch verändert. Also worauf es Bertelsmann, glaube ich, ankam, war bloß den Kreativen nicht so viele Rechte zu geben, dass sie irgendwie von den Verlegern auch fair bezahlt werden müssen. Und deshalb wurden gestern in letzter Minute auch noch einige der Rechte für Kreative abgeschwächt. Also zum Beispiel
für Journalisten und Buchautoren ist es ja völlig üblich, dass die einen sogenannten Total Buyout-Vertrag bekommen. Also einfach, sie geben ihr Werk ab und bekommen eine relativ kleine pauschale Summe und sind damit alle ihre Rechte los. Und das Parlament war eigentlich dagegen und hat gesagt, also die Kreativen haben ein Recht, anteilig an den Gewinnen beteiligt zu werden, die mit ihren Werken gemacht werden. Und das wurde gestern gestrichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann Bertelsmann vielleicht weniger negativ dem Ganzen gegenübersteht. Okay. Das hat nach außen so gewirkt mit Bertelsmann, als würden die sich da eher noch auf die Seite der Creator stellen. Das regt zum Nachdenken an. Das ist ja unglaublich, was man da jetzt hört. Also, Ja, also ich glaube ja. nicht, es stimmt, es gibt viele von den üblichen Verdächtigen, also die internationale Musikindustrie, die Sportrechteinhaber, Premier League und so, Bertelsmann, die halt in letzter Minute gesagt haben, wir sind dagegen. Aber man muss sich nicht die Illusion machen, dass die sich für die kleinen Creator einsetzen oder für die Meinungsfreiheit im Internet, sondern denen geht das Ganze nicht weit genug und die wollen auch nicht, dass in irgendeiner Form die Kreativen selbst gestärkt werden. Und das haben sie auch relativ gut abgewendet gestern in dieser Verhandlung, dadurch, dass halt irgendwie an Rechten für Kreativen nicht mehr viel übrig geblieben ist. Gestern ist auf Twitter der Hashtag nie mehr CDU auf Platz 1 der Twitter-Trends getrendet. Hast du irgendwie vielleicht den einen oder anderen CDU-Abgeordneten noch beim Rausgehen quasi noch gesehen, der davon was mitgekriegt hatte? Oder ist da irgendwas ins Parlament reingerückt, die zumindest von der aktuellen Debatte, die im Internet eben auch stattgefunden hat? Also ich bin mir sicher, dass das einige Abgeordnete gesehen haben. Also ich glaube, die erleben gerade ihr blaues Wunder, weil manche von meinen Kollegen haben das ja wirklich geglaubt, dass alle Leute, die protestieren, irgendwie Bots sind und dass es die eigentlich gar nicht gibt. Und teilweise haben ja auch Lobbyisten selbst irgendwie Gastartikel in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, die dieses Gerücht gestreut haben. Und die stellen jetzt fest, oh Mist, das sind gar nicht Bots, sondern diese Leute begegnen ihnen auf Wahlkampfveranstaltungen, in Schulen, bei Twitter. Und das ist was gerade die jüngeren Wähler wirklich aufregt. Und ich glaube, die überlegen sich das jetzt noch zweimal. Das ist auf jeden Fall ein tolles Schlusswort. Ich danke dir dafür, dass dieses Interview zustande gekommen ist, nachdem das alles war. Du hattest jetzt sehr, sehr anstrengende Tage. Und ich möchte dir auch nochmal ganz persönlich für deinen Einsatz und für deinen Kampfgeist danken, auch wenn jetzt das aktuelle Ergebnis nicht nach unseren Wünschen ausgefallen ist, aber solche Politiker wie dich sollte es häufiger geben. Den Timo kann man dazu vielleicht auch noch erwähnen, der da auch engagiert dabei gewesen ist, aber du stehst da natürlich mit deiner Haltung und hast da auch gut gekämpft, also danke sehr dafür. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Also ich glaube, wenn da nicht viele Creator wären, die für das Thema Öffentlichkeit schaffen würden, dann hätten wir gar keine Chance. So glaube ich, dass wir es gemeinsam schon noch im Parlament abwenden können. Ja, und ich kann dazu nur sagen, und auch, liebe Zuschauer, für eure Aufmerksamkeit danke ich und kann garantieren, wir bleiben an dem Thema dran. Es wird dazu auch weitere Gespräche auch noch mit anderen politischen Akteuren geben, die vielleicht auch innerparteilich noch das ein oder andere durchleuchten können. Aber das ist natürlich jetzt hochinteressant gewesen und macht es mal gut. Tschüss.